Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Kaigas Assault auf Burodeng. Und ich habe es leider wieder vergessen, aber diese Woche probiere ich mal die Anmeldezahlen der anderen Server zu ermitteln. Beziehungsweise, ich kann nicht versprechen, dass ich es diese Woche wirklich schaffe, weil die Anmeldezeiten sind halt, weil es auf der ganzen Welt stattfindet, logischerweise auf jedem Server, sehr unterschiedlich. Und auf manchen Servern ist es auch sinnlos. Ich meine, auf dem japanischen und auf dem südamerikanischen glaube ich ehrlich gesagt, dass Kaigas Assault nicht stattfindet. Und da kommen die Gegners. Wow. Holy moly. Da hätten aber mehr Leute angreifen müssen, hätten wir die alle one-shotten können, gefühlt. Wenn 5 Leute auf 20 Leute zulaufen, die müssten einfach instant tot sein. Vollkommen egal, wie stark die sind. So, es muss instant bestraft werden. So eine Freshheit. Aber wurde leider zum Großteil ignoriert. Wow. Crazy. Ja, ist halt schwierig, weil auch die Kaigas-Zahlen... Also ich meine, jetzt nachzugucken zum Beispiel bringt halt nichts, weil auch auf Burodeng ist es so, dass sich kurz bevor es losgeht, nochmal sehr viele Leute anmelden. Soll also heißen, du kannst eigentlich wirklich immer erst so 5 Minuten vorher sicher sagen, dass du eine relativ genaue Anmeldezahl hast oder eigentlich erst, wenn es losgeht, dann hast du sie natürlich zu 100%. Also auf Burodeng zum Beispiel, ich habe mich gerade angemeldet, 3 Minuten bevor es losging, da waren es 83. Und als es dann losging, waren es 88. Das heißt, in 3 Minuten haben sich nochmal 5 Leute angemeldet. Obwohl man sich schon Stunden vorher anmelden kann. Es macht halt aber keiner. Also die meisten Leute melden sich halt wirklich erst ganz kurz davor an. Viele denken wahrscheinlich auch einfach nicht dran. Viele denken halt, ja, wirklich erst, wenn es losgeht dran. Werden vielleicht auch erst dadurch dran erinnert, dass Leute vor Kaigas rumstehen. Wo sie sich vielleicht denken, ah, heute ist ja Kaigas so oder jetzt ist Kaigas. Genau, und ich denke, auf den anderen Servern wird das ähnlich sein. Also auf dem FEC war es auch immer so, obwohl du dich, ich glaube ab 13 Uhr kann man sich anmelden, also 4 Stunden vorher kann man sich schon anmelden, das ist schon viel, aber es macht halt keiner. Also um 13 Uhr meldet sich halt keiner an. Auf dem FEC waren es da, glaube ich, immer so 100, 200 Leute und als es dann losging, waren es 1000. Also schon heftig, was da der Unterschied ist. Ja, deswegen ist das nicht so einfach, aber wie gesagt, ich wollte mir das echt mal angucken, um ein Gesamtbild zu bekommen, wie es halt auch auf den anderen Servern aussieht, weil ich meine, ich habe natürlich jetzt hier eine eingeschränkte Beurteilung von Kaigas. Gehe aber stark davon aus, dass es auf den anderen Servern jetzt auch nicht sehr viel besser läuft, weil ich frage ja auch Leute, ob sie spielen und so. Und die Leute, die auf Totemia spielen, soweit ich das mitbekommen habe, spielen gefühlt alle kein Kaigas. Also zumindest die Leute, die ich kenne. Und ja, deswegen wäre es natürlich interessant, wie es so insgesamt aussieht. La Wolf wäre natürlich noch extrem interessant. Also vor allem die großen Server natürlich, wie gesagt, der japanische Server, der südamerikanische Server und so. Die interessieren jetzt nicht so sehr, weil da ist so wenig los, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich viel bei Kaigas mitmachen, ziemlich gering sein dürfte. Wenn der Server eh schon nicht besonders aktiv ist. Also dann werden es wahrscheinlich, also teilweise wird Kaigas wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Auf dem koreanischen Server wird Kaigas nicht stattfinden. Und auf den anderen inaktiveren wahrscheinlich auch nicht. Oh. Okay, wir werden hier gespawn-trapped. Unser Team zumindest. Leute. It's not looking good. Damage over time, baby. Oh. Wir sind übrigens Team Black. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Ja, also mit dem Gildennamen letztens war übrigens anscheinend wirklich ein Bug. Letztens hatte einer einfach einen roten Gildennamen, das habe ich danach nie wieder gesehen. Das war anscheinend ein Bug. Hätte nicht rot sein dürfen, war er aber. War aber ein One-Time-Thing anscheinend. War aber ein One-Time-Thing. Wow. Achso, es war eine Holy. Ich dachte gerade, der hat eine Resurrection benutzt. Jesus. Beziehungsweise eine Coin. Ich glaube, das spawnt mir ist mir trotzdem im Spawn, ne? Ich habe noch nie eine Kaigas Coin benutzt. Glaube ich. Ich glaube, einmal habe ich eine benutzt. Das ist mir zu tryhard.
Und dafür bin ich zu geizig. Ja, Kaigas ist gespawnt. Ich habe nicht so viel Lust, in die Mitte zu gehen, weil wir PvP-technisch tatsächlich stark unterlegen sind. Wie es aussieht. Naja, ich meine, so stark nicht, aber meistens, wenn hier schon ein Unterschied von 30 Kills ist, wird es dann immer schlimmer. Wir haben auch die letzten paar Male gewonnen. Ich glaube, die letzten 2 oder sogar 3 Mal in der Row haben wir gewonnen. Oder ich, besser gesagt, mein Team. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man wieder fett aufs Maul bekommt. Wobei es bis jetzt tatsächlich relativ ausgeglichen wirkt. Vielleicht kann ich sogar doch in die Mitte gehen. Geht jemand mit? Kommt jemand mit in die Mitte? Ich will nicht alleine gehen. Schauen wir mal. Okay. Collateral Damage ist da. No! Was? Alter, ich bin im perfekten Moment geblinkpoolt und ich werde einfach trotzdem, ich glaube, es war sogar ein Auto-Attack. Schwer zu sagen, wenn man ohne Effekte spielt, TBH. Uff. Junge, wie kann das sein? Wir sind 20 Leute und die sind zu dritt, Alter. Wie kann das sein, dass die uns töten? Wie? Wie ist das überhaupt möglich, Alter? Das gibt's nicht, Mann. Aber es ist auch wieder so bescheuert, die Leute liegen tot am Boden und du siehst es einfach nicht richtig. Diese Spawn-Trappen sollte aber auch wirklich nicht möglich sein. Die dürfen nicht direkt vorm Spawn stehen. Die Spawn-Schutzzone müsste so viel größer sein, als sie es ist. Uff. Oh yeah. So viel zum Thema knappes Ding oder was habe ich gerade gesagt? Irgendwas von knapp oder so. Yeah. Wow. Platz 3 wären 31 Kills gewesen. Ja, war ein sehr gutes, ausgeglichenes Match. Definitiv. Hey, die haben die Übersetzung von Kaigas angepasst, sehe ich gerade. Da steht jetzt ja wirklich Team Weiß. Aber hier steht immer noch White. Ja. Wow. Kaigas relativ eindeutig. Artefakte ausgeglichen. Kills mehr als eindeutig. Ja. Wie gesagt, ich probiere mal ein Stimmungsbild zu bekommen von den anderen Servern, weil das wirklich interessant sein dürfte. Und dann schauen wir mal. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.